Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag uns an Infos mitgibt. Ich würde gern wieder so ein 3-Karten-Reading machen. Hier haben wir den Ausgangspunkt, was können wir tun und wo enden wir. Finde ich persönlich immer ganz schön. Das sind meistens so kleine Anleitungen. Wir haben schon wieder das Wunder dabei. So, also. Hier sind wir mit der gefrorenen Tundra ein bisschen an diesem Punkt, wo man Auszeit nimmt, wo man rausgeht aus einer Situation oder einer Gegebenheit, die einfach so ist. Das können hier Augenblicke sein oder auch längere Zeiten. Es geht sprichwörtlich um Entschleunigung, ja? Sich selbst wieder wahrzunehmen, die innere Stimme wieder zu hören. Ja, die Ahnen sind hier, die Ahnenthemen. Das höhere Selbst ist sehr wichtig und auch das Timing ist sehr wichtig, ne? Hier beginnt ein neuer Zyklus, aber es ist nicht der richtige Moment, in die Aktivität zu gehen, sondern hier haben wir das Warten, die Dinge reifen lassen, instand setzen, was kaputt ist, genesen lassen, was nicht gesund ist, die Angelegenheiten überdenken und durchdenken und am Ende auch Brücken schlagen, ne? Es kann ja auch so für einen oder anderen ein bisschen das Gefühl der Trostlosigkeit sein. Und wir dürfen mit dieser Karte hier einfach auch noch durchhalten. Und wenn es hier taut, ja, um uns rum, dann haben wir hier wieder das neue Leben und das Wachstum. Ja, da haben wir den Quarzkristall, der für das Thema Wunder steht, und der liegt jetzt nicht hier am Ende, was man ja meinen könnte, da gehört es hin, sondern er liegt jetzt hier in diesem Punkt oder an diesem Platz. Was können wir tun, was ist nötig, um dass wir hier rauskommen? Ja, und die Karte sagt uns, dass hinter der nächsten Ecke aufregende Möglichkeiten schon sind. Also wenn wir hier an diesem Punkt das Timing beachten, wartet hinter der nächsten Ecke etwas, was unser Leben begeistern kann. Wunder können in unser Leben kommen, Dinge, die man nie so gedacht hätte, wenden. Und es geht darum auch, dass wir ihm hier und jetzt die Augen aufhalten, welche Möglichkeiten wir haben und ja, was uns alles zur Verfügung steht und was wir alles schon erreicht haben oder wo wir schon persönliche Wunder auch gefeiert haben. Es gibt ja auch die kleineren Wunder, da geht etwas mal gut aus oder so, wo man nicht gedacht hätte. Und genau darauf gilt es zu gucken, das zu feiern, zu wertschätzen. Wertschätzung an sich ist hier auch eine Sache, die wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden darf. Ich meine, wenn du krank bist zum Beispiel, möchtest du gesund sein, ja? Also wertschätze deine Gesundheit zum Beispiel. Und es geht ein bisschen um die Erwartungshaltung, die man hat und um das Denken, das einen sehr begrenzen kann. Denn Wunder kommen immer unerwartet. Das, was man sich so an Wunder vorstellt, das ist meistens auf einem ganz anderen Weg zu finden. Den Geist offen halten und an Wunder zu glauben, allein hilft auch alleine schon, sie zu manifestieren. Dann kommen wir hier hinten bei der Wüstenvision raus. Das war ja unser Ausgangspunkt, ne? Wir kommen aus einer Zeit, in der man sich eingefroren, und hier ist das Gegenteil, hier ist etwas verdörrt. Ja? Und
irgendwas, was vielleicht ohne Ertrag war, kann, wenn wir ihm vertrauen bleiben, sich zu was Gutem, Größeren entwickeln, wenn wir offen sind. Hier sind sehr viele bedeutungsvolle Nachrichten. Die Sinne sind alle wach. Man weiß, was und wem man vertrauen kann und wem nicht. Und es kann auch sein, dass wir hier die Bilanz ziehen und erkennen, manche Bereiche in meinem Leben sind glanzlos oder betrübt. Dann sind wir natürlich aufgefordert, auf die zu gucken. Das können andere Bereiche sein, ne? Der eine Bereich glänzt nicht so, der andere glänzt, der natürlich glänzt, ne? Es gibt hier noch ein höheres Ziel, das wir erreichen sollen, und deshalb liegt die Karte am Ende. Wir sind da noch nicht fertig, ne? Halt, ich wollte die Lennys nehmen. Was kriegen wir hier noch für diese Legung? Das Schicksal spricht mit uns. Hier hat man vielleicht schon das Gefühl gekriegt, es ist für etwas die Zeit abgelaufen oder man kann das Außen nicht anhalten. Man muss sich zurücknehmen, man muss verdauen. Die Plötzlichkeit, die Ernte, der Umschwung in ein neues Kapitel, in eine neue Erfahrung, auch zusammen mit dem Wissen, das wir überhaupt brauchen. Da, wo auch wieder Instruktionen herkommen und wo so ein schicksalshaft neues Kapitel aufgeschlagen werden kann. Mit der Sense haben wir auch, dass wir was hinter uns lassen, was uns verwundet hat oder ja, dass die Wunde, die piekt, nicht mehr so wirkt. Wunderschön. Gucken wir, welches Kraft hier noch mitgeht für diese Legung. Vielleicht hat man hier dann auch schon das Vertrauen wieder mehr gelernt, da wo es einen ausgehobelt hat im Leben. Die geistige Öffnung mit dem Koala. Hier ist weniger, manchmal dann auch plötzlich mehr. Es geschehen Dinge im Schlaf oder über Nacht. Und es stellt sich ruhig ein Gleichgewicht wieder her. Bedeutet natürlich auch, wenn man hier im Vertrauen ist, dass man eben die Welt nicht anhalten kann, aber dass die Dinge sich trotzdem gut für uns fügen werden. Dann kann man das erleben, dass man nicht immer in Aktion treten muss, sondern dass sich manche Dinge einfach auch im Schlaf erledigen oder in der Entspannung auch, in der Vermeidung von Stress. Wenn die Zeit für etwas nicht reif ist, wird es nicht gehen, auch wenn du sehr viel Aktivität dafür machst. Ja? So. Wenn der Koala ins Leben kommt, ist man immer aufgefordert, das Revier abzustecken, sich in sein Revier zurückzuziehen. Das passt ganz gut dazu. Sich auf die Familie zu besinnen, Pause zu machen, sich nicht zerstreuen, sich mal nur auf eine Sache konzentrieren. Entspannung suchen, bewusst auch. Auch der Körper braucht es, ne? Sich mit sich selbst beschäftigen, sich Auszeiten gönnen und etwas in den Frieden bringen. Und hier ist nicht die Energie, wo man beschleunigt in Action geht. Hier ist die Energie, wo man entspannt oder im Flow an seine Themen rangeht. Weil einem das Schicksal das zeigt, dass das Timing nicht passt oder dass die Möglichkeiten, die man ausprobiert hat, einfach auch erschöpft sind. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.